So, wir sind in der Werkstatt, der Christus ist neben mir. Warum bist du heute da? Ich möchte heute ein Getriebe, den Abtriebswellen Simmering wechseln. Und warum wechselst du den? Weil er defekt ist, undicht geworden ist im Urlaub leider in Sardinien. Wie viele Kilometer hat er jetzt schon drauf? So 150.000, glaube ich. Irre, ne? Also eigentlich ein gutes Ding, ne? Ja. Und ich zeige euch das gleich, der ist auseinandergefallen. Also der ist nicht wirklich kaputt, also der ist nur getrennt. Ja, es sind halt nicht durch Kilometer, es sind auch die Jahre halt, das Alter von der BMW schon. Fällst du auch schon langsam auseinander? Geht noch, geht noch. Okay. Wir bauen natürlich zuerst die Schwinge aus. Hier unten haben wir festgestellt, dass leichter Ölaustritt ist. Das ist auch vom Kunden so gesagt worden. Da sieht man ein kleines Tröpfchen hier. Aber anhand dieser Verkrustung des Drecks sieht man ganz genau, dass irgendwo Öl austritt. Dieses Öl kann natürlich auch vom Endantrieb kommen. Ist aber in dem Fall unwahrscheinlich, weil da vorne auch der Gummibalg verölt ist. Und vom Endantrieb kommt es in der Regel nicht davor. Und deshalb bin ich ganz eich der Meinung, dass wir hier am Endantrieb schauen müssen, dass die Welle, das Lager nicht kaputt ist und gegebenenfalls den Simmering dann wechseln. Wir haben 4 Schrauben zu öffnen, das sind sogenannte Vielzahn. Und dann nehme ich einfach einen ganz normalen Ringschlüssel. Ich verlängere mit denen, auch wenn das nicht immer die einfache Art ist. Ich habe einen Gang eingelegt, in dem Fall den ersten Gang. Und dann gehen die relativ gut auf und drehen tue ich sie einfach, indem ich die Kupplung ziehe. Dann funktioniert es. Dann kann ich einfach noch einmal nachdrehen und kann die nächsten 2 erreichen. Nachdem die Schwinge jetzt außen ist, Schwinge, Rad, Stoßdämpfer ist locker, geht es ins Eingemachte. Wir haben den Schaden ja diagnostiziert. Der Schaden ist der Simmering. Also das heißt, die beiden Vergaser abbauen, Luftfilterkasten demontieren, Getriebe ausbauen. Ich weiß, das ist schade, aber ich schaffe es nicht, diesen Simmering im Motorrad zu wechseln. Gibt sicher Profis, die das können. Ich brauche das Getriebe auf der Werkbank. Wir können natürlich auch noch mehr checken. Und dem Kunden kommt es zugute, weil wir sehen ja die Vergaser, wir sehen ja den Luftfilterkasten. Da taucht sicher noch einiges auf, was der Kunde gar nicht wissen will, weil unsere Mühlen, die haben ja alle Kilometer. Warum bist du bei uns? Mein Getriebe-Ausgangs-Simmering ist defekt. Und den möchte ich jetzt wechseln. Leider habe ich das passende Werkzeug nicht dafür, Abzieher und sonstige Sachen. Deswegen bin ich jetzt bei Manuel, damit wir das hier reparieren. Und was wechseln wir da? Wir wechseln diesen Dichtring. Okay. Das ist schon da. Nee, das kann nicht sein. Doch. That was really easy. That's not normal. A bit too easy, ja. Voll. Ja. Full. So, kleiner Zwischenstand. Wir haben den Schaden an der Getriebeausgangswelle gehabt. Das ist der Simmering. Ist schon hart, ne? Wir mussten den ein bisschen warm machen, um unseren Flansch abzuziehen. Jetzt der Grund dafür, dass der undicht war, war die verzogene Karrenwelle. Die hat sich verdreht um einige Grade und die funktioniert nichts mehr. Also da kommt eine neue Karrenwelle rein. Und bei der ganzen Aufmachung haben wir natürlich dann auch die Kupplung gewechselt, weil die auch an der Verschleißgrenze war. Jetzt geht es wieder an den Zusammenbau. Das da schleife ich mir den Plan und davon muss ich die Reste da rausholen. Okay. Und den würde ich jetzt auf den Kopf stellen. So. Damit uns davon nichts reinfällt. Hast du eine Schutzbrille auf? Natürlich, optimal. So, wir haben den jetzt quasi zerbrochen. Und dann sieht das so aus. Jetzt müssen wir das Ganze reinigen mit Bremsenreiniger. Da unten ist eine Bohrung. Da soll halt kein Dreck reinkommen. Und da oben, das muss später wieder zugeklebt werden. Wir haben den Simmering. Der hat hier seine Dichtlippen. Und den muss man vorformen. Das kannst du auch mit den Händen machen. Einfach, seht ihr das? Ein bisschen dehnen. Immer schön die Lippe. Bisschen. Die muss man auch nachher einölen. Ne?
sonst geht sie gleich kaputt. Der Dichtring, der läuft dann da drauf. Und wenn wir das nicht schön umkrempeln, dann machen wir das hier beim Reinstecken schon kaputt. Ne? Und die Dichtlippe dichtet dann auf der Höhe von innen nach außen. Und das ist aber nicht bei allen Modellen so, das ist nur beim Paralever-Modell. Die Stahlschwingen, die haben hier eine andere Farbe und die haben so einen richtigen Simmering. Und die dürfen auch Richtung Stahlschwinge ein bisschen Öl verlieren und die entlüften auch Richtung Stahlschwinge. Das zeige ich euch dann, was ich mit Entlüftung meine. Der neue Simmering, den ersten habe ich versucht reinzumachen und habe mich zu dumm angestellt. Ich habe mich zu dumm angestellt. Ich habe mich zu dumm angestellt. Ich habe assistiert. So, den zweiten, der hat jetzt eine Chance. So. So, auf die Hand. Jetzt bekomme. Weil ich will nicht mehr. Ja, so. Okay, nachdem wir den jetzt gedehnt haben, haben wir hier Kunststoffteil, um den kaputt zu machen. Ich lege den hier rein, lege mein Kunststoffteil auf und dann lege ich noch mal ein bisschen Stahl drauf und dann schaue ich, ja, der kippt so leicht, schaue ich, dass ich den sauber reinführen kann. Hier seht ihr die Kerbe. Die müsst ihr dicht machen. Ne, den Dreck in meinem Fingernagel, die Kerbe. Deut mal hin. Genau, da kommt jetzt Silikondichtmasse, Kuryl. Whatever! Irgendwas kommt da rein. Da haben wir den Schlitz, die Entlüftung, die ehemalige abgedichtet. Und das ist eine Paralever. Der Paralever hat einen braunen Dichtring, damit das Öl nicht hinter in die Schwinge kann. Was würde passieren, wenn das hintergeht? Die Kardanwelle, der Gummi wird kaputt gehen. Jetzt kommt der Flansch wieder drauf und den öle ich hier ein bisschen ein. Den öle ich hier ein bisschen ein, damit der Gummi erstmal geschmiert wird. Also, wir haben hier recht feines Gewinde. Wir haben hier die Federscheibe. Ich fädel die jetzt an. Das müsst ihr selber wissen, was ihr macht. Im Getriebe schade ich nichts, weil ich das hier fixiert habe. Hier habe ich das fixiert über diesen Arm. Ich gehe böserweise einfach mal um Schlagschrauber ran und knall das bisschen rein. Okay. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass ich das kaputt mache. Wir sind jetzt bei 190. Es ist schon massiv, ne, was ich da einleite. So. So, bist du gespannt? Ich bin gespannt. Ich weiß, wo wir neue Welle herkriegen. Getriebe Rot, der Getriebe Joachim. 1000. Ja. Der Joachim Roth, da hat neue Wellen. Da kaufe ich die Getriebe leider. Das sehen wir schon. 7 auf 22? Ja. Gut.